Alright, Current Training Systems. Heute ist mein erstes Video auf Deutsch oder Englisch, aber ja, Deutsch, ja. So, ich habe keinen Kurs gemacht, kein Grammar gelernt. Ich habe nur mit den Straße, mit den Mädels und alles mit meinem Deutsch oder Englisch gelernt. Aber heute, unser Thema ist ein Handstand und wie wir können das machen und warum das ist so wichtig für unseren Körper und genau unsere Rotator-Kopf. So, am Anfang, wir müssen lernen, wie wir können einen Handstand machen. Wir haben zwei Wege. Die erste Weg ist ein bisschen einfacher Weg, aber was ist wichtig, ist unsere Druck, was wir haben auf unsere Handgelenk. So, schau mal. Ich gehe hier und dann laufen gegen den zur Tür. Das ist gut, wenn das ist geschlossen. Und zu, so wir haben keinen Fehler. Und von hier, was ist falsch, ist, wenn ich bin auf meinen Fingern und Händen. Was ist wichtig, ist, ich bin auf die ganze Hand, aber das ist möglich, wenn ich kann meinen Finger bewegen, das ist wichtig, dass mein Körpergewicht geht durch mein ganzer Körper, ja, so mein Arme, Knochen, mein Chor, wie alles. Wegen, wenn ich bin auf meinen Handgelenk oder Fingern, das ist gefährlich, wegen das ist, wo unsere Verletzungen kommen. So von hier, ich habe Spannungen, alles, mein Po, mein Chor, mein Arme, alles hat Spannung. Und dann die zweite Weg, was ist ein bisschen mehr schwer, aber wichtig, wegen wir müssen immer unsere Koordination arbeiten und auch wir müssen immer ein bisschen mehr athletisch werden. Wann wir sind keine Athleten, das ist auch egal. Wegen wenn du hast bessere Koordination oder ein besserer Athlet werden, dann das bedeutet du bewegst besser und dann du hast weniger Verletzungen. Athleten oder nicht, ja. So, zweiter Weg, was ist auch fantastisch. Ich muss aufpassen, meine Kamera geht nicht kaputt. Aber von hier, ich möchte hoch werden, von hier, die andere Richtung und dann noch wieder mal auf mein Handgelenk, die ganze Körper hat Spannung. Das ist wichtig, dass mein Kopf ist nicht da, wegen das ist nicht gesund für meinen Rücken, meinen Nacken. Und wenn wir machen einen Handstand, das bedeutet, wir stehen auf unserer Hand, wie wir stehen auf unserer Füße. So, wenn ich hier bin, das bedeutet, ich bin auch wie da, nicht da. Wenn du stehst wie da, das ist ein bisschen komisch, denn ich möchte die kennenlernen, wegen das sieht richtig komisch aus. Und die letzte Sache, dass wir müssen verstehen, dass es ganz wichtig ist, wenn wir machen eine Bewegung wie ein Handstand oder ein Inchworm oder ein Bear Crawl. Wir benutzen unseren Körper und die Muskeln wie unser Nervensystem verstehst. Wie Gummi oder wie Terraband ist nicht falsch. Aber wenn wir benutzen das ist eine besondere Übung, das wir haben gemacht, ja. So früher mit die Steinseitenmann, wenn wir hatten Schulterverletzungen oder Schulterproblems, wir haben kein Terraband. Ach so, was hatten wir gemacht? Meine Meinung ist, wenn wir haben den Häuser aufgebaut in der Dinosaurien oder Dinosaurs gekämpft, wir haben immer das naturales Bewegung, von wenn wir hängen von einem Baum oder irgendwo, wir haben immer unseren Körper benutzt. So meine Athleten, ich habe viele Tennisspieler, ich habe viele Handballers, alles das benutzt den Arm viel und wir müssen kein Terraband oder Gummiübungen benutzen oder machen, wegen wir machen viel mit dem Körper. So ich mache das Handstand, mein Rotator-Kopf, das ist natural, wenn die Spannung ist da und mein Nervensystem versteht das, wegen das ist a natural movement. Und das ist so wichtig, wegen wenn wir möchten Verletzungen frei werden oder sein oder ein besserer Athleten werden, wir müssen bessere Bewegung haben. So, wenn du bist ein Handballer oder ein Tennisspieler oder ein Athletin, den Terraband ist okay. Das ist auch eine gute Übung. Aber die am besten in meiner Meinung, was du kannst machen, ist eine richtig Koordination Übungen wie die Bear Crawl, die Inchworm, der Handstand, wegen unserer Körper versteht das besser. Okay, das war mein erstes Video auf Deutsch oder Englisch. Ich hoffe, alle Menschen hat das verstanden. Wenn nichts
tut mir leid, aber ich habe das auch in Englisch und dann das E-Commerce USA, so vielleicht das ist besser. Aber subscribe, abonnieren, keine Ahnung, wie sagt das auf Deutsch auch, zu meinem Kanal. Jeder Freitag ist Functional Freitag, aber dann ich habe auch Office Max Monday, Tennis Tuesday und Functional Friday in English. Ich bin immer live auf Insta und Facebook Business, so Grant Training Systems, Montag 18:15 und Donnerstag mit einem Webinar, wo du kannst mir alles, was du möchtest, fragen. Donnerstag 18 Uhr. So ich bin überall, meine Website ist gtsgermany.com, das gibt auf Englisch und Deutsch. Und ja, subscribe, hit that bell und jeden Freitag. Ich habe ein Video on Insta und YouTube auf Deutsch. Peace.